Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch mal so ein kleines Minimalismus-Update geben und euch so ein bisschen erzählen, was sich bei mir minimalismustechnisch in letzter Zeit so verändert hat. Besonders inspiriert zu diesem Video hat mich Verena vom Kanal Minimalistic Verena, glaube ich. Ich bin mir sicher, ihr kennt sie alle. Ich verlinke sie euch natürlich trotzdem unten. Ganz große Inspiration, großes Vorbild für viele von uns. Sie hat kürzlich ein ähnliches Video hochgeladen und da drin so ein kleines Update gegeben, was sich bei ihr so verändert hat und was nicht mehr so für sie funktioniert. Und das hat mich ein bisschen inspiriert, das auch mit euch zu teilen über mein Leben. Denn auch bei mir hat sich in den letzten Monaten einiges geändert und mein Leben ist sehr unterschiedlich zu dem, wie es vorher war. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich die Gegenstände in meinem Leben etwas verändern. Und was genau, das erzähle ich euch jetzt. Fangen wir an mit der Gesichtspflege. Als ich nach Chile gekommen bin, hatte ich nichts außer eine Tagescreme mit SPF. Die habe ich auch immer noch, zwar nicht die gleiche, sondern eine andere, aber das spielt keine Rolle. Ich benutze nämlich täglich Lichtschutzfaktor 50 Plus in meiner Tagescreme. Und lange Zeit habe ich dann auch nichts anderes benutzt. Ich habe mir hier irgendwann ein Abschminkgel gekauft, weil ich natürlich das Make-up auch wieder runterbekommen wollte. Habe dann allerdings noch Micellenwasser gebraucht für wasserfesten Lippenstift, den ich nicht abbekommen habe. Und war dann eigentlich eine ganze Weile gut ausgestattet. Bis der Winter kam, dann habe ich mir meine erste Nachtcreme gekauft. Also keine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor, sondern nochmal gezielt eine feuchtigkeitsspendende Nachtcreme ohne SPF. Die habe ich letzten Winter auch aufgebraucht und hatte jetzt den ganzen Sommer wieder nur die Tagescreme. Und jetzt ist es eben wieder langsam so weit, dass der Herbst kommt und ich merke auch, dass meine Haut immer trockener wird. Also habe ich mir nun auch wieder eine Nachtcreme gekauft. Und ich vermute, die wird mir auch wieder den ganzen Winter reichen. Und wenn ich sie aufgebraucht habe im Frühjahr, kann ich damit wieder pausieren bis zum nächsten Winter. Der zweite Bereich ist ein bisschen größer und zwar habe ich in den letzten Wochen und Monaten mir einiges an Ausrüstung für Outdoor-Aktivitäten zugelegt. Und vor allen Dingen sprechen wir hier über Wanderausrüstung. Ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben einen richtig guten Wanderrucksack gekauft mit einer Trinkblase, wo ich quasi direkt aus dem Schlauch trinken kann, aber auch so ein paar andere Kleinigkeiten. Wanderschuhe hatte ich zum Beispiel schon vorher, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch in Wanderstöcke investiert. Ich habe von meiner Schwiegermutter eine spezielle Decke zum Wandern geschenkt bekommen, die uns immer begleitet. Und noch die ein oder andere Sache ist bei uns eingezogen. Unter anderem haben wir jetzt einen Buff. Die von euch, die wandern, die kennen das wahrscheinlich. Das ist so eine Art Schal-Kopfbedeckung, die sehr viele Personen besitzen, die Outdoor-Aktivitäten machen. Ich habe mir zusätzliche Sportkleidung gekauft, weil meine Sportroutine inzwischen dauerhaft sehr viel höher ist als davor. Und weil ich eben gemerkt habe, dass es keine einmalige Sache ist mit den Wanderungen, sondern dass es sich wirklich zu einem richtig festen Hobby von uns gemausert hat und wir mehrmals im Monat auf jeden Fall wandern gehen und ihr wisst ja, im Urlaub haben wir auch diese mehrtägige Wanderstour gemacht. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich gutes Equipment haben möchte, das mich dabei unterstützt. Nicht mehr als ich brauche, aber eben auch nicht weniger, damit ich die Wanderung wirklich vollends genießen kann. Und früher habe ich oft Sachen getragen oder Rucksäcke benutzt, die jetzt nicht so richtig gut geeignet waren und da macht ehrlicherweise auch die Wanderung ein bisschen weniger Spaß, weil man sich weniger gut fühlt, weil der Rucksack unbequem ist oder weil die Flasche besonders schwer ist zum Beispiel. Und mit dieser Ausrüstung kann ich eben genau das machen, was ich möchte und habe die Sachen, die mich dabei unterstützen. Der dritte Punkt ist Haarzubehör. Ich habe ja sehr lange nur Shampoo benutzt. Mit der Zeit sind meine Haare hier in Chile wieder deutlich länger geworden und außerdem habe ich mich auch dazu entschieden, meine langen Haare zu behalten und kein Bob-Haarschnitt mehr zu schneiden, vorübergehend. Und das bedeutet natürlich auch, dass lange Haare etwas mehr Pflege brauchen. Kommt natürlich darauf an, welche Haarstruktur man hat und so weiter und so fort. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass meine Spitzen sehr trocken und brüchig geworden sind. Also habe ich nach sehr langer Zeit mal wieder in eine Haarkur investiert.
Zugegebenermaßen nicht die Art von Haarkur, die ich mir in Deutschland gekauft hätte, aber ich habe hier halt leider nicht die Auswahl, habe nicht den DM zur Verfügung, wo ich eine wunderbare, große Auswahl an Naturkosmetik habe, sondern ich muss mich halt mit dem begnügen, was ich hier vor Ort finde, und diese Haarkur war die beste, die ich finden konnte. Zugegebenermaßen macht sie nicht den riesen Unterschied. Wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, dann werde ich da auf jeden Fall mal einen größeren DM-Einkauf machen, also groß im Sinne des Minimalismus. Ich werde mir auf jeden Fall die ein oder andere Sache besorgen, die ich hier nicht verfügbar habe oder zumindest nicht in der Qualität oder mit den Labels zur Verfügung habe, wie ich das in Deutschland habe. Das andere, was ich mir für meine Haare gekauft habe, ist ein Lockenstab. Da habe ich länger drüber nachgedacht und habe mir immer wieder überlegt, okay, in dieser Situation, heute an diesem Tag, da würde ich mir gerne Locken machen, aber ich kann halt nicht. Ich habe vorher diese Heatless Curls, diese Socken-Curls oder wie man das nennt, quasi wo man sie über Nacht einwickelt, ausprobiert. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert für mich, deswegen habe ich mich letztendlich dann doch dafür entschieden, mir einen Lockenstab zu kaufen und bin auch sehr zufrieden damit und habe ihn auch schon oft benutzt. Es ist nichts, was ich jeden Tag mache, ich will auch meinen Haaren nicht so viel Hitze antun, aber an manchen Tagen, zu manchen Anlässen fühle ich es eben und ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Denn ich habe nun mal diese wunderschönen langen Haare, also möchte ich auch irgendwie was daraus machen. Das nächste, was ich mir wieder gekauft habe, obwohl ich das schon vor langer Zeit aussortiert hatte, ist Nagellack. Gerade in diesem Moment habe ich keinen Nagellack drauf und als ich in Chile ankam und dann Sommer wurde, bin ich ins Nagelstudio gegangen und habe mir jetzt das letzte halbe Jahr ungefähr Shellac machen lassen auf den Fußnägeln und auch auf den Zehennägeln. Warum ich das jetzt nicht mehr mache, ist, weil ich gemerkt habe, wie extrem kaputt meine Nägel dadurch geworden sind. Es mag vielleicht an dem einen Nagelstudio liegen, das ich besucht habe und ich könnte noch ein anderes ausprobieren, aber ich dachte mir, finanziell ist es halt auch sehr viel teurer, ins Nagelstudio zu gehen. Auch wenn es natürlich länger hält als selbst lackierte Nägel. Aber die Zeit, die es kostet, das zu machen, das Geld, was es kostet und dazu, dass es meinen Nägeln schlechter geht, als wenn ich sie selber lackiere. Das alles lag natürlich in der Waagschale und deswegen habe ich mich letztendlich dafür entschieden, mir wieder selbst Nagellack zu kaufen und mir selbst die Nägel zu lackieren. Bisher besitze ich nur Top- und Basecoat und eine einzige Farbe. Ich denke, für den Herbst und Winter wird wahrscheinlich noch ein Herbst- oder Winterton einziehen, also vielleicht ein Braun, ein Schwarz oder ein Rot. Was ich allerdings nicht mehr haben möchte, ist diese riesige Nagellacksammlung, wie ich sie früher hatte, so vor 5 Jahren. Ich denke, ich hatte so an die 50, 60 Nagellacke. Und wenn man ehrlich ist, benutzt man auch immer die gleichen. Klar, als ich noch jünger war, hatte ich die wildesten Farben auf den Nägeln, aber da bin ich jetzt auch so ein bisschen rausgewachsen. Ich möchte jetzt einfach neutralere Farben und ich habe auch gemerkt, nach mehreren Besuchen im Nagelstudio, anfangs war ich auch noch ein bisschen experimenteller, hatte auch mal türkise Nägel und so, aber das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Und ich bin dann immer wieder zum gleichen Weißton und das hat mich auch nochmal sehr darin bestärkt, mir einfach einen weißen Nagellack zu kaufen, weil ja, der Kosten-Nutzen-Faktor ist dann einfach nicht mehr wirklich da, wenn ich eh schon vorher weiß, dass es eh wieder weiß wird und ich nicht diese ganze Auswahl wirklich nutze, die mir dort zur Verfügung stehen würde. Ein weiteres Hobby, das sehr sachenintensiv ist, in Anführungszeichen, ist das Malen, das ich ja für mich entdeckt habe. Ich habe zum Beispiel auch diese Bilder, die hier hängen, selber gemacht und habe dieses Hobby wirklich, ich habe mich so verliebt und ich habe inzwischen eine Ausstattung, würde ich jetzt mal sagen. Ich traue mich nicht zu sagen, dass sie klein ist, ich denke aber auch nicht, dass sie groß ist. Ich bin im Besitz von einigen Acrylfarben. Ich habe auch einige Acrylfarben geschenkt bekommen. Ich habe Ölfarben geschenkt bekommen, die ich noch nicht benutzt habe. Und ich habe mir natürlich Pinselsets gekauft und dann noch Einzelpinsel, die mir gefehlt haben, für bestimmte Zwecke. Sonstiges Zubehör benutze ich zum Beispiel alte Marmeladengläser, beziehungsweise Marmelade essen wir nicht, aber alte Gläser eben als Wassergläser und so weiter und so fort. Da braucht man also nicht wirklich irgendwas Spezielles. Dieses Hobby gibt mir so viel Satisfaction und es macht mich so happy zu malen. Vor allen Dingen, jetzt wird ja bei mir wieder Winter und ich weiß jetzt schon, dass ich so viel mehr malen werde an den kalten Tagen, an den dunklen Tagen und ich freue mich eigentlich schon fast darauf. Das ist vielleicht das, worauf ich mich im Winter am meisten freue. Etwas, das ich auch wieder angefangen habe zu kaufen hier in Chile, was ich in Deutschland überhaupt gar nicht gemacht habe, am Schluss meinem Minimalismusleben, sind Kosmetikreserven.
Warum kaufe ich mir jetzt wieder Kosmetikreserven? Es ist auch nicht so, als hätte ich dieses ganze Regal oder diesen ganzen Schrank, wie ich das früher hatte. Und es ist auch nicht so, als würde ich verschiedene Sachen mitnehmen, die mich gerade anlachen. Ganz im Gegenteil. Ich achte gezielt darauf, wann hier die Kosmetik zum Beispiel im Angebot ist oder zum Beispiel auch Sonnencreme im Angebot ist, die ich sowieso benutze. Und dann schlage ich zu, denn Kosmetik ist hier aus 2 Gründen etwas schwieriger zu bekommen. Der erste Grund ist, dass es durch die ganzen Importzölle und durch die Lage von Chile einfach sehr, sehr, sehr viel teurer ist, als wir das in Deutschland gewohnt sind. Also für eine gute Sonnencreme zahle ich hier gut und gerne 25 € und wenn ich dann eine Phase habe, wo die um 10 € reduziert ist, dann kaufe ich auch Sonnencreme auf Vorrat zum Beispiel. Also nicht exzessiv, weil die darf man ja auch nicht so lange benutzen, aber halt in dem Maße, in dem ich sie auch verbrauchen kann. Und das Zweite ist, dass oft ausländische Marken mit Containerschiffen hier ankommen und die natürlich nicht gerade regelmäßig und oft hierher kommen, jetzt wie in Deutschland. Züge mit Warenlieferungen, Flugzeuge, diese ganze Interconnectedness in Europa überhaupt. Hier ist oft das Problem, dass internationale Produkte einfach dann irgendwann ausverkauft sind und dann teilweise monatelang nicht verfügbar sind. So lange, bis eben das nächste Containerschiff irgendwann wieder kommt. Ich hatte das jetzt erst letztens wieder, ich war in einem Geschäft und habe ein Essence Augenbrauengel gesehen, habe überlegt, ob ich es kaufe und dachte mir dann, nee, brauche erstmal noch das auf, was du hast und du kannst ja jederzeit herkommen. 3 Wochen später bin ich dann hin, weil ich das vorherige aufgebraucht hatte und siehe da, es ist ausverkauft seitdem. Ich warte jetzt schon einen Monat darauf, ich habe aber auch nicht die Geduld, ständig in den Laden zu rennen und zu gucken, ob es wieder da ist, nur für ein Augenbrauengel. Diese ständige Verfügbarkeit von allem, was man aus Deutschland gewohnt ist, was man vom DM gewohnt ist, da kann schon auch mal was ausverkauft sein, aber spätestens die Woche danach ist es auch wieder da. Und hier kann es schon mal einige Monate dauern. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, die wirklich, wirklich wichtigen Sachen schon ein kleines bisschen auf Vorrat zu kaufen. Der nächste Punkt ist Kleidung. Ihr wisst, dass Kleidung für mich früher auf jeden Fall ein echtes Problem war. Ich habe sehr viel Geld für Kleidung ausgegeben. Ich kannte meinen Stil nicht. Ich habe wirklich random alles geshoppt und vor allem auch sehr viel im Discount geshoppt, also wenn Sale war. Und bin hier mit sehr wenig Klamotten hergekommen und wie ihr wahrscheinlich schon öfter von mir gehört habt, habe ich im Winter sehr gefroren. Sehr gefroren. Das liegt natürlich daran, dass hier andere Verhältnisse herrschen als in Deutschland und das mich sehr überrascht hat. In Deutschland ist es so, man hat im Winter eine lange Hose an, einen Pulli an und wenn man rausgeht, zieht man sich eine Jacke an. Das Problem hier in Chile ist, oder vielleicht nicht unbedingt das Problem, aber der Unterschied hier in Chile ist, dass die Häuser so schlecht isoliert sind, dass die Außen- und Innentemperatur nicht so weit auseinander ist. Diese schöne, gut deutsche Zimmertemperatur von 20 bis 22 Grad. Oder ich meine, jetzt hat sich glaube ich auch ein bisschen was geändert und die Zimmertemperaturen werden langsam runtergestuft wegen dem Energiemangel in Deutschland. Und ich habe schon viele von euch jammern hören in den Kommentaren oder allgemein in Social Media, dass ihr teilweise im Büro, in der Schule sehr friert. Ja, das ist auch mein Leben, denn Zimmertemperatur heißt hier in Chile eher sowas um die 15 Grad, wenn es draußen kalt ist. Oder teilweise vielleicht auch noch weniger. Das heißt, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich bei wem anders zu Gast bin und ich sitze irgendwo, bin nicht in Bewegung, kann ich nicht davon ausgehen, dass da Zimmertemperatur herrscht. Das bedeutet natürlich, dass ich mich sehr viel wärmer anziehen muss, um nicht zu frieren, sehr viel mehr Schichten tragen muss, damit mir auch im Sitzen nicht kalt ist. Ich habe sehr viel gefroren in unserer eigenen Wohnung und auch bei anderen Leuten, wenn ich zu Gast war. Das möchte ich diesen Winter auf keinen Fall nochmal durchmachen. Ich habe mir schon 2 dicke Jacken nochmal gekauft, also richtig, richtig dicke Jacken, die aber gleichzeitig auch irgendwie schön sind und ein Outfit machen. Und ich werde aber auch noch weiter investieren, zum Beispiel in Thermoleggings und Thermostrumpfhosen, die ich dann unter meine Hosen anziehen kann. Also, was ich damit sagen will, ist, dass ich meinen Winterkleiderschrank hier auf jeden Fall ja, deutlich besser ausgestattet habe als in Deutschland, besser ausstatten werde und da nicht mehr extrem darauf bedacht bin, so wenig wie möglich Teile zu haben und alles immer zu zählen, weil ich einfach gemerkt habe, dass wenige Teile haben oder nicht genug haben, heißt einfach frieren und in dem Sinne ist mir die Anzahl der Teile dann auch egal und das Wichtigste für mich ist einfach gut angezogen zu sein und nicht zu frieren. Und der letzte Punkt, der sich geändert hat, was wir jetzt mehr zu Hause haben, was wir in Deutschland nicht zu Hause haben, sind
Lebensmittel und Wasservorräte. Ich weiß, es gibt Menschen auch in Deutschland, die der Meinung sind, dass es auf jeden Fall super sinnvoll und wichtig ist, Lebensmittelvorräte und Wasservorräte zu Hause zu haben. In jedem Fall, auch in Deutschland. Und das will ich auch gar nicht abstreiten, aber das ist jedem seine persönliche Entscheidung. Das kann jeder selber wissen. Ich persönlich habe es in Deutschland nicht für nötig gehalten und hatte nie irgendwelche Vorräte, also nie irgendwie Konserven in größeren Mengen oder irgendwas zu Hause. Ich hätte immer vielleicht für einige Tage Essen gehabt, aber wenn ich da an andere Freunde oder vor allen Dingen auch die Generation meiner Eltern denke, die ja oft ein ganzes Regal, einen ganzen Schrank im Keller haben, voll mit Konservendosen und was weiß ich, Nudeln, Reis, solche Sachen, Kartoffeln. Sowas hatten wir nie und sowas habe ich auch in Deutschland nie für nötig gehalten. Ich halte es auch eigentlich hier in Chile grundsätzlich nicht unbedingt für notwendig. Der einzige Unterschied, warum ich das hier habe, ist eben das Thema Erdbeben, denn Chile ist ja Erdbebengebiet und wir haben hier jetzt sehr viele Erdbeben. Bei einem starken Erdbeben kann es eben sein, dass der Strom für ein paar Tage ausfällt und wenn der Strom ausfällt, dann bedeutet das, dass man nicht mehr mit Karte zahlen kann. Und das bedeutet, dass man nur mit Bargeld zahlen kann und dass man auch kein Bargeld abheben kann. Und je nachdem, wie lange das dann alles dauert und so weiter und so fort, kann es ein bisschen schwierig werden mit dem Lebensmittelkaufen. Und es kann natürlich auch sein, dass das Wasser ausfällt in der Wohnung, weil der Generator, der das Wasser pumpt, vielleicht keinen Strom hat. Auch wenn wir hier einen Notfallgenerator haben, denn wir hatten ja auch schon Stromausfälle. Aber es ist trotzdem viel wahrscheinlicher als in Deutschland, einfach weil wir ständig diese Erdbeben haben. Deswegen, weil ich nicht ohne natürlich Trinkwasser sein will und auch nicht ständig stundenlang dann durch die Stadt rennen will, um zu gucken, wo ich denn mit meinem Bargeld noch Essen herbekomme, haben wir eben jetzt auch da ein bisschen was zu Hause. Nicht übermäßig viel, aber so für ja, knapp unter einer Woche, würde ich sagen. Man könnte jetzt natürlich auch größere Mengen Bargeld zu Hause haben für diesen Fall. Aber ich denke, ihr könnt euch schon denken, dass das auch nicht das Sicherste ist. Das sind alle Sachen, die sich bei mir in letzter Zeit minimalismustechnisch geändert haben. Und die Sachen, von denen ich jetzt mehr zu Hause habe oder mehr besitze, als ich vorher besessen habe. Ich hoffe, das war interessant für euch. Mich würde es total interessieren, ob sich sowas bei euch auch schon mal geändert hat. Und ob ihr zum Beispiel jetzt heute mehr von irgendwas habt, wo ihr in der Vergangenheit schon mal weniger davon hattet. Einfach, weil sich euer Leben verändert hat. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns am Mittwoch wieder mit einem neuen Video von mir. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Sonntag und bis bald. Adios!